4 vollwertige Betten mit 100%iger Wintertauglichkeit, ein tolles Raumkonzept und das Ganze bei 5,99 Meter. Ein echter Camper für die gesamte Familie, sozusagen der Familienkastenwagen. Das ist der Pössl Tubin Vario. Und der bekommt zum Modelljahr 2021 eine komplette Überarbeitung. Und wie die im Detail aussieht, das schauen wir uns in diesem Video ganz genau an. Herzlich willkommen im wunderschönen Ragnitz im Camp David Sport Resort in der Nähe von Leipzig. Sieht ganz nett aus. Ich weiß gar nicht, ob das ein ehemaliger Tagebau oder ein Bergwerk ist. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr es wisst, schreibt. Hier gibt es keine Berge, kann kein Bergwerk sein. Wenn ihr es wisst, was es ist, schreibt es mal in die Kommentare, dann bin ich beim nächsten Mal schlauer. Wichtiger ist aber für heute hier der neue Pössl Tubin Vario. Von außen gucken wir uns den genau an. Denken, was ist anders im Modelljahr 2021 und sagen, okay, erstmal eigentlich nichts. Der richtig große Kenner wird vielleicht erkennen, dass das Außendekor ein bisschen anders ist. Das war letztes Jahr noch zweifarbig. Das ist jetzt alles einfarbig in dem Anthrazit. Aber im Großen und Ganzen ist das Fahrzeug von außen genauso wie vorher. In diesem Fall haben wir hier als Basisfahrzeug einen Citroën Jumper. Der hat 165 PS. Das ist das 3,5 Tonnen Leitchassis. Das erkennt man an den Felgen, damit eben die Zuladung optimiert ist. Ob für euch das Maxi oder das Leitchassis das Richtige ist, das werden wir dann bei der Konfiguration gemeinsam rausfinden und überlegen, was eure Wahl sein sollte. Die spannenden Änderungen bei diesem Fahrzeug befinden sich im Innenraum. Im Innenraum ist nämlich quasi alles neu. Außer dass der Wagen weiterhin perfekt geeignet ist als Kastenwagen für eine gesamte Familie, ist eigentlich alles anders als vorher. Und kommt mal mit rein und wir schauen mal, wie das hier drin so aussieht. Ja, herzlich willkommen bei uns hier im Tubin Vario von Pössl. Ich bin beeindruckt. Es ist tatsächlich anders als vorher. Man hat mir gesagt, der bekommt zum neuen Jahr so eine kleine Überarbeitung. Es ist auf jeden Fall ganz anders. Und ich zeige euch jetzt mal, wo die Details sind und dann kann jeder für sich selber entscheiden, ob er lieber das alte Dekor mag oder das neue. Das Schöne ist nämlich, dass es weiterhin das Rosenholz, was wir im letzten Modelljahr gab, gibt es weiterhin. Und fürs neue Modelljahr haben wir das Eiche-Kupfer-Bohrer. Ich gehe mal davon aus, dass das einen kleinen Aufpreis kosten wird, mit im Programm. Da vielleicht einfach vorweg, das ist heute so ein bisschen, soll euch locken und zeigen, was der Tubin Vario kann. Alle Details mit den Bettenmaßen und der Stehhöhe und alles, was wir sonst so machen, machen wir dann in dem nächsten Video, wenn wir das erste serienmäßige Fahrzeug bei uns zu Hause haben. Heute gucken wir erstmal, was ist das für ein Grundriss? Kommt der Grundriss für euch in Frage? Und dann sage ich euch nachher noch, welche Alternativen könnten vielleicht in Frage kommen für euch, wenn ihr wirklich als Familienkastenwagen sucht. Der Wagen funktioniert natürlich aber auch für separat schlafende Erwachsene oder was wir immer mal wieder haben, dass die Eltern, Großeltern das Fahrzeug kaufen, als perfekten Kastenwagen mit tollem Heckdoppelbett nutzen und wenn dann die Kinder mit den Enkelkindern, also ihren Kindern das Auto nutzen, habe ich hier oben drüber noch ein zweites großes Hubdoppelbett. Also es ist so ein Multifunktionsfahrzeug, das wirklich für ganz, ganz viele Einsatzzwecke funktioniert. Die Grundidee des Grundrisses ist eigentlich so, wie wir das bei 6 Meter Autos kennen. Wir haben hier vorne die Sitzgruppe, da setze ich mich einfach mal hin. Die Sitzgruppe mit einem sehr, sehr großen Tisch. Wir haben gegenüberliegend die Küche, Nasszelle und hinten das Heckbett. Und da unterscheiden sich die Fahrzeuge ja vor allem dann im Detail. Neben der Holzfarbe, diesem Eiche-Kupfer-Bohrer, haben sich in den Modelljahren auch die Oberflächen komplett geändert. Letztes Jahr hatten wir hier noch so einen Mineralwerkstoff. Dieses Jahr, um es ein bisschen leichter zu machen, ist das Ganze in dem Holzdekor, was wir auch aus den Summits bereits kennen, mit dabei. Wenn ihr den Alternativtisch mitbestellt, dann kann man den Tisch hier so rausdrehen und dann habe ich eben die große Platte. Ich will Christa jetzt nicht ganz verjagen, aber so kann ich dann wirklich auch als vierköpfige Familie hervorragend hier in der Sitzgruppe sitzen. Jetzt müssen wir einmal in die Sitzbank gucken, ob das hier verbaut ist. Nö, ist es nicht.
dann verrate ich nur, dass es das geben wird. Für dieses Fahrzeug wird es im kommenden Modell ja die Option geben, 5 Sitzplätze. Das heißt, ihr werdet hier die Möglichkeit haben, einen Sitzplatz rauszuklappen, wie es den in der Summit-Baureihe bereits gibt. Und dann kann man hier zu dritt nebeneinander sitzen und vorne mit Fahrer-Beifahrersitz. Das heißt, ihr habt wirklich ein Fahrzeug für 5 Personen mit 5 Betten. Wenn ich hier unten nämlich dann die Sitzgruppe zum Bett umbaue, kann ich wirklich zu 5 drin schlafen. Optimal ist es, denke ich, zu 4. Und zu 4 hast du halt echt viel Raum. Das, was komplett neu von der Raumaufteilung gekommen ist, ist, dass wir jetzt hier die flache Küche haben und dadurch mehr Raumgefühl im Fahrzeug haben. Wir haben in der Küche den Zweiflammkocher mit dem daneben liegenden Waschbecken und dann habt ihr links und rechts davon eine riesen Arbeitsfläche. In der Anordnung ein bisschen anders. Es ist so, ups, da liegen jetzt Fußmatten davor, die nehmen wir mal zur Seite, kickt die mal einfach raus. So, aufräumen, wie Markus Günther aufräumt. Ein riesengroßer Kühlschrank, das Gefrierfach oben herausnehmbar. Und das Tolle ist, es ist nicht mehr, wenn die Kinder reinkommen und sagen, Mama, Papa, kann ich mal was zu trinken haben? Sondern du sagst einfach, ach komm, mach dir doch die Tür auf und nimm dir was Kaltes. Aber nur das Wasser, nicht die Cola. Normalerweise haben wir hier ja eine Arbeitsplatte, die man ausklappen kann. Dadurch, dass der Kühlschrank jetzt die gesamte Front für sich beansprucht, funktioniert das natürlich nicht mehr. Aber damit ich trotzdem noch eine kleine Ablagefläche habe, kann ich hier wirklich zack, 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 kann ich links und rechts, wenn ich der Küchenchef bin, wunderbar was kochen oder den großen Durchgang haben. Das ist vielleicht sogar während der Fahrt eine kleine Ablage für denjenigen, der hier außen sitzt. Was ich ganz spannend finde, wenn ich als Familie reise, ich habe oft das Problem, dass die Hubbetten relativ weit runterkommen und ich die Sitzgruppe danach eigentlich nicht mehr nutzen kann, wenn derjenige, der im Hubbett schläft, unten liegt. Hier ist es so, dass ich mit einem Handgriff das Hubbett runterziehe und guck mal, wo es drauf liegt. Echt so weit oben. Das heißt, sogar ich mit meinen 1,92 kann zwar nicht mehr aufrecht durchgehen, aber richtig bücken muss ich mich auch nicht. Und das Tolle ist, wenn Kind oder Kinder da oben im Bett liegen, habt ihr hier unten echt noch eine gemütliche Sitzgruppe, wo man abends noch eine Runde Karten spielen kann oder einfach jeder entspannt für sich lesen kann. Während da oben jemand in einem super kuscheligen Bett schläft. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick rein. Wie gemütlich ist das denn? Stellt euch das mal vor, da entbricht wahrscheinlich der Streit, ob das das Kinder- oder das Erwachsenenbett ist. Fenster links und rechts für eine tolle Belüftung. Oben in diesem Fall jetzt das Midi-Heki und das Ganze mit einem mehr oder weniger punktelastischen Lattenrost. Also auch vom Schlafkomfort und der Unterlüftung eine tolle Lösung. Und wenn ich das Bett nicht mehr brauche, nehme ich das einfach. Alles geht hoch, ich kann aufrecht stehen. Magic Markus, alles geht von alleine nach oben. Was ebenfalls neu ist im Modelljahr 2021 ist, dass wir eine komplett neue Nasszelle bekommen haben. Bisher war es so, dass wir das Raumbad hier in der Mitte hatten mit den beiden Lamellentüren. Ich bin mir ehrlicherweise noch nicht ganz sicher, ob es das in Zukunft weitergeben wird oder nicht. Das Schwenkbad wird als Option aber auf jeden Fall verfügbar sein. Schwenkbad, das kennt ihr ja aus den Summit-Modellen und das ist das erste Mal, dass es außerhalb der Summits zum Einsatz bekommt, heißt, dass wir die ganze Badezimmerwand schwenken können. Das heißt, wir haben eine separate Dusche, wo ich toll duschen kann, mit Duschwänden, keinerlei Vorhang. Und wenn ich das nicht brauche, habe ich auf der anderen Seite einfach die Toilette, auch mit viel Raum. In diesem Fall sogar mit Nasszellenfenster, darüber der Ablage und hier nochmal riesengroßen Schränken. Wie schon in den Jahren vorher, der Tuban Vario ist ein absolutes Stauraumwunder. Weil das, was man jetzt gar nicht sieht, man denkt ja, hier ist im Prinzip vorbei. Aber oben auf der Nasszelle habt ihr nochmal einen riesengroßen Stauraum, der da ganz den Raum nutzt, von hinten und von der Seite, dass zum Beispiel die Bücher, das Spielzeug von denjenigen, die im Bett liegen, da wunderbar verpackt werden kann. Also Stauraum ohne Ende, da muss man am Ende nur die Zuladung im Blick behalten, dass das wirklich passt. Aber wem die Zuladung im Serienzustand nicht reicht, dem lasten wir das Fahrzeug einfach auf 4,25 Tonnen auf. Das können wir von Togo und dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch geregelt. Durch die neue Anordnung der Nasszelle haben wir die Chance, den Raum, hier war die Nasszelle vorher ein bisschen größer, den Raum hier anders zu nutzen. Die Leiter hat endlich einen vernünftigen Platz bekommen. Und zwar steckt die Leiter fürs Bett hier oben mit drin, dass ich sie griffbereit schnell habe. Darunter habe ich einen kleinen Kleiderschrank mit einer ausziehbaren Kleiderstange. Und das, obwohl das Bett im Vergleich zum letzten Jahr gar nicht kleiner geworden ist. Aber insgesamt ist der Tuban Vario sowieso ein Stauraumwunder. Guckt euch mal an, was wir hier an Stauraum haben. Wie groß die Räume sind. Hier nochmal einen riesengroßen Schrank und auf der gegenüberliegenden Seite, ich mache jetzt nur mal exemplarisch den einen auf, das ist ein Doppelschrank und dahinter das gleiche nochmal.
Serienmäßig habt ihr im Tubin Vario ein Mini-Heki im Heckbettbereich und ein Mini-Heki vorne in dem Dachbettbereich. Vorne kann man das auch wahlweise mit einem Midi-Heki, also dann 70 x 50 vergrößern. Hier bleibt es immer so. Wer aber hier noch ein bisschen mehr Licht haben will, hat, wenn du einmal von außen die Rückwand filmst, bitte, hat hier die Möglichkeit, das zusätzliche Fenster da oben im Dach zu bekommen. Ebenfalls aufzupassen ist, dass die Fenster in den Hecktüren nicht serienmäßig sind, weil es auch Leute gibt, die das nur als Stauraum nutzen. Das heißt, unbedingt Hecktüren mit Fenstern und Rollos mitbestellen, nicht, dass ihr hier im Dunkeln sitzt. Wir haben hier hinten das gesamte Bett hochklappbar und zur Seite klappbar, und so hat man einen Blick in den gesamten Stauraum, kann das eben auch zur Seite nehmen und das Fahrzeug auch als Reisefahrzeug oder als Fahrzeug für einen Umzug benutzen. Insgesamt glaube ich einfach, dass der Pössl Tubin Vario aus dem Modelljahr 2021 noch einen kleinen Kick mehr für die Familien hat, also der perfekte Kastenwagen für Familien ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, was es großartig als Alternativen mit genau dem gleichen Konzept gibt, aber ein ähnlicher Ansatz, auch für Familien. Zum Beispiel gäbe es von Lastrada den Avanti F, der ist 6,36, also ein bisschen länger, hat ein etwas größeres Bett hinten und hat kein GFK-Dach drauf. Das heißt, dort habt ihr ein bisschen engere Sitzgruppe, aber auch ein tolles Hubbett. Und ansonsten gibt es aus dem Pössl-Konzern die ganzen Fahrzeuge mit Aufstelldächern, da habt ihr auch echte 4 Betten. Und das Konzept mit den Aufstelldächern würden wir beim Westfalia Columbus auch finden. Also als Familie, die einen Kastenwagen sucht, können wir von Togo Reisemobile euch diverse Varianten bieten. Und es ist wirklich die Frage, was ist euer Schwerpunkt? Wie stellt ihr euch das vor? Lieber ein bisschen größer und ein bisschen klarer als Wohnmobil zu erkennen oder lieber ein bisschen unauffälliger als reiner Blechkastenwagen oder als Blechkasten mit Aufstelldach? Die Vor- und Nachteile beleuchten wir dann gemeinsam in der Beratung, die wir bei uns mit euch machen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, aber vorher wünsche ich ganz viel Spaß mit den Videos, die wir so machen. Bei den nächsten Videos, in diesem Video hattet ihr hoffentlich Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und wir sehen uns im nächsten Video wieder.